Wir warten auf den August. Große Überraschung. Wir versuchen nochmal in den Lower Zambezi reinzukommen. Jetzt wird es gerade für uns spannend. Der August ist vorgefahren. Und ich habe schon Brummen gehört, während ich andere Elefanten aufgenommen habe. Wo es angefangen hat, endet es diesmal auch. Unser erster Morgen wieder in Sambia und wir müssen natürlich wieder die ganzen organisatorischen Sachen machen, die es halt so gibt. Das heißt, wir müssen auch meine SIM-Karte, die ich ja in meinem Telefon diesmal hatte, wieder aufladen. Deswegen ist René jetzt mal hier rausgesprungen an so einer Airtel-Bude. Die gibt es ja hier sehr reichhaltig überall an der Straße. Da kann man Geld überweisen und eben auch seine SIM-Karte wieder aufladen und versucht sich jetzt mal da drin. Und damit herzlich willkommen zurück in Sambia. Wir sind Yvonne und René und seit 4 Jahren auf diesem Kontinent unterwegs. Kommt mit und steigt ein. Nach einigem Hin und Her in den letzten Wochen haben wir das Unternehmen Ostafrika gecancelt und sind wieder auf dem Weg nach Lusaka, der Hauptstadt Sambias. Schütteln, neu sortieren, weitermachen und Makaberes entdecken. So, da sind... Hier gibt es Mäusesticks. And you are eating this? Yes. You are eating this? Okay. Yes. You eat it really? Yes. Okay. It looks delicious. No, I'm sorry. I'm really sorry. So, okay. Na, ob das wohl so gestimmt hat, was schätzt ihr denn? Touristennap oder vermarktete Realität? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so darüber denkt. So, liebe Freunde, wir überfahren mal wieder Die Luangwa. die Brücke. Haben wir schon ein paar Mal, gefahren. Wir müssen gleich die Kamera wieder wegmachen. Das habe ich ihm schon ein paar Mal gesagt, weil es eigentlich verboten ist. Aber ich handle ja im Auftrag der Frau. So, hat euch meine Kameraführung gefallen? Weil es hat gemeckert, dass meine Kameraführung nicht gut wäre. Ich habe schon wieder gesehen, dass er mich abgeschnitten hat und so nach oben gefilmt hat, wie gerne. Ich mache jetzt immer so eine richtige Actionaufnahme. Wir kommen jetzt auf jeden Fall wieder in das Dorf, welches das Grenzdorf ist, gefühlt von Sambia, Mosambik, weil hier geht es dann runter, auch wieder Richtung Luangwa und auch Richtung Zambezi. Lusaka, Hauptstadt Sambias mit weit über 2 Millionen Einwohnern und fast fühlen wir uns schon zu Hause, fahren wir doch bereits das 5. Mal in die Stadt. Jetzt sind wir ja wieder in unserer ersten Heimat in Afrika, hier in Lukasa in Lusaka angekommen. Und jetzt gab es natürlich auch noch wunderbarerweise 2 deutsche Parteien hier. Die 2 da hinten kennen wir schon, Wolf und Schur. Das kennen wir natürlich nicht persönlich oder kannten wir nicht persönlich. Ich habe sie aber schon mehrfach gefragt, weil die 2 haben nämlich auch das Problem wie wir, großes Auto, kleines Auto. Deswegen waren sie meine Ratgeber vor 4 Jahren, als wir überlegt haben. Aber heute Abend findet hier ein großes Essen statt. Und René hat gerade ein bisschen angegeben.
Ja, genau. Mein großer Koch, der nicht kochen kann. Von wegen, ich habe gerade die Kartoffeln umgerührt, ja, bitte. Ja, immerhin, aber jetzt hier mit Tischdecke, ganz ordentlich. Ja, ich zeig's jetzt mal, Ja, hier, bitte. Entschuldigung. Also hier ist Tischdekoration. Also es ist noch nicht ganz ein Schwan geworden, aber es wird noch. Das schaffst du noch. Einen schönen verquollenen guten Morgen vom Lusaka und dem Aufbruch der letzten Partei hier in unserem kleinen deutschen Treffen. Die zwei fahren jetzt weiter. Und wir bleiben noch ein bisschen. Wir warten auf den August. Große Überraschung. Der Super August Der Super August kommt nämlich. Quasi mein Ausbilder. Aber guck doch mal jetzt hier. Entspannung pur. Ich liebe diesen Garten. Unsere Gastgeber Heike und Harry haben sich ein kleines Stück Paradies aufgebaut und mit viel Geschick und Geschmack für sich und ihre Gäste einen Ort der Ruhe und des Wohlfühlens geschaffen. Mein Ausbilder ist ja gekommen, darf ich vorstellen, der echte Super August, aber wir haben leider die Kostüme noch nicht an, wir sind ja gar nicht vorbereitet für den Film, ja. Ja. Und jetzt kriege ich noch mal genau gezeigt, wie man das wirklich macht, was ich quasi als Gehilfe irgendwo in Namibia in irgendeinem Flussbett an irgendeinem komischen Kurzrundhaube gemacht habe. Als Erstlingstäter quasi. Genau, jetzt Und kriege ich jetzt siehst du, wie man das professionell macht. Mangels eines Klauenschlüssels machst man das mit einem Schraubenzieher, der selbstverständlich vorne rund geschliffen ist, dass man nichts beleidigt, nichts verletzt. Und das Radlager einstellen ist eigentlich eine einfache Sache. Jetzt auch nicht einfach, das schmälert jetzt meine Leistung. Ach so, ja. Es macht sich die große Panik breit. Der Himmel ist ganz grau und es donnert die ganze Zeit. Ich glaube, es fängt jetzt gleich an zu regnen. Und da sichere ich doch lieber mal unseren ganzen Kram hier. Und räumen wir ein bisschen was weg. Der Regen ist vorbei, alle kommen sie aus ihren Löchern und Heike war heute beim Gärtner und hat Pflanzen gekauft. Es ist ja schon so, die sind schon speziell, diese Männer. Die wollen jetzt grillen eigentlich. Kann mir mal einer erzählen, warum die jetzt da so komische Overalls anhaben? Wenn man bei der Arbeit Arbeitskleidung anhat. Ja? Genau. Das ist auch Schutzkleidung. Guck mal, aber das ist hier, da ist noch einer hier schon auf dem Arm auch. Ja, das ist modified. Modified. Ich bin der Kohlenschipper und er ist danach fürs Löschen zuständig. Wow, schau, das ist eine Camouflage in dem Korb. Lecker. Ein bisschen abkühlen lassen, dann können wir kosten. Wir zwei sollen eigentlich das Bett machen, aber irgendwie läuft das hier nicht so richtig. Einen schönen guten Morgen wollte ich eigentlich vorher mal sagen, aber er lässt mich ja nicht zu Wort kommen. Ja, die zwei sollten eigentlich mal das Bett machen, aber das Bett wird blockiert. Ich ärgere es mal, vielleicht geht es dann aus dem Bett raus. Ärgern heißt das, ärgern, hier in den Ohren rumbohren. Lässt sich nicht ärgern. Hier an die Füße ziehen, Schwanz ziehen ist bestimmt gut. Ah ja, jetzt kommt ein bisschen Bewegung hier rein. Hä?
Auf, hopp, raus. Raus aus dem Bett. Die Biene hat schon ganz richtig erkannt, mir geht's heute nicht so gut. Ich habe meine Kamera nicht so viel in der Hand. Ja. Heute ist Pizzaabend unter Dach, falls es regnet. So, die Mädels geben hier alles. Und hier drüben ist der Feuermeister am Arbeiten. Ah, was ein Funkenflug. Das ist so ein bisschen Vorbereitung auf Silvester. Machen wir mal Funkenflug für die Kamera. So, und danach kommt die Kohle hier rein. Und hier kann man jetzt schon mal reingucken, ohne sich die Finger zu verbrennen, wenn man aufpasst. Da kommt die erste Pizza gleich raus. Lecker! Auf geht's zum nächsten Abenteuer. Wir versuchen nochmal in den Lower Zambezi reinzukommen. Es ist jetzt bei Regenzeit nicht ganz so einfach. Und das Ganze zusammen mit Biene und Peter mit ihrem August, dem Reisewagen. Und obwohl wir exakt gleich lang auf diesem Kontinent unterwegs sind und uns schon mehrfach getroffen haben, ist dies das erste Mal, dass wir gemeinsam eine Zeit lang unterwegs sein wollen. Zunächst führt uns der Weg aber an den Kafue River zu unseren Freunden Jutta und Gerd. Wer unsere Filme schon länger verfolgt, kennt die beiden. Sie bauen sich gerade auf dem Grundstück von Freunden von ihnen eine kleine feste Basis auf. Verbringen sie doch viel Zeit in Sambia und da ist so eine Homebase einfach sehr komfortabel. So schnell geht's, zack, zack, und wir sind schon wieder am Kafue River. Wo es angefangen hat, endet es diesmal auch, zumindest für eine kurze Zeit. Wir sind wieder bei Gerd und Jutta, die jetzt auch noch Besuch aus Namibia haben und machen jetzt erstmal hier, guckt mal überhaupt erstmal, was das hier alles, was sie hier schon geschafft haben. Letztes Mal sind wir ja gegangen, da wurden die Solarpaneele gerade oben neu installiert. Und jetzt gibt es hier schon eine Küche, heißes Wasser, eine Dusche. Hier ist der Storage-Raum mit dem kleinen, dezenten Kohlesack. Wir genießen die Gesellschaft und auch diesen schönen Ort. Es ist ja für Sharon und Marco, den Eignern des Grundstückes und ihres Zeichen Landschaftsgärtnern in Lusaka, eine Art Aufzuchtstation für ihre immense Vielfalt an Pflanzen, die sie zur Ausübung ihres Berufes benötigen. Und für uns ist es ein Ort der Geselligkeit und fröhlichen Stunden, den wir diesmal nach 72 Stunden schon in Richtung Lower Zambezi wieder verlassen. Wollen wir doch dort gemeinsam noch einmal auf Game Drive gehen und auch testen, wie kompatibel wir und unsere Fahrzeuge miteinander sind. Denn in unseren Köpfen kreisen neue Zukunftsideen. Wer darauf neugierig ist, sollte auf jeden Fall ein Abo dalassen, denn damit verpasst ihr nichts mehr, was in der Zukunft passiert. Zunächst auf jeden Fall mal wieder ein unfreiwilliger Stopp. Da kommt er wieder. Oh. Ja, fahr vor und mach das. So, meine Damen und Herren, ich habe mal wieder meine Fein bezahlt. Die haben uns natürlich an voll getextet, 40 km/h, da war aber kein Schild, 50 km/h. Jetzt hätten wir wieder hier ewig rummachen können und ja, wir haben uns jetzt beschlossen, wir bezahlen unsere Fein, obwohl sie nicht berechtigt war. Also ich bin 53 gefahren. 50 meines Erachtens war erlaubt, also war ich 3 km/h zu schnell, also war ich
sowieso zu schnell, deswegen habe ich auch noch fein verdient. Und wir haben 200 Quatscher pro Nase bezahlt mit 50% Discount, frisch in die Tasche. Guckt euch doch mal an, wie grün die ganzen Baobabs sind. Das ist ja eine wahre Freude. Wir nähern uns jetzt gleich der Abzweigung, wo es rechts nach Kariba geht. Da sind wir ja vor 3 Jahren, kamen wir da ja entlang, als wir aus Zimbabwe ausgereist sind. Oder 3, 2? Nee, es können schon 3 Jahre sein. Zeit Wir sind vergeht. doch schon ganz schön lange hier irgendwie unterwegs. Aber wir fangen gerade an, wieder ein bisschen Feuer zu fangen für diesen Kontinent. Ich habe Die Leidenschaft, Plan entwickelt. ja, die verraten wir aber noch nicht. Die Leidenschaft ist auf jeden Fall wieder voll dabei. Was ein Wahnsinn für uns zumindest. Wir ziehen so viel Kraft daraus, wenn wir andere Leute treffen. Und das haben wir ja jetzt mit Jutta und Gerd und wir sind ja immer noch mit Bino und Peter zusammen. Das ist echt für uns. Es mag für andere anders sein, aber für uns ist das tatsächlich immer wieder ein richtiger Power Boost. Deswegen spinnen wir hier vorne schon wieder die neuesten Pläne. Aber nichtsdestotrotz fahren wir erstmal weiter. Momentan auf hervorragendem Asphalt. Es waren schon wieder richtig schöne Potholes da. Und bald sehen wir den Sambesi. Das ist ja tatsächlich unser Lieblingsfluss. Also meiner ist auf jeden Fall, ich glaube, Renés ist es auch. Einen wunderschönen guten Morgen, wie ihr seht, vom Sambesi, unserem Lieblingsfluss. Wir sind heute Morgen von unserem Wildcamp früh gestartet und sind jetzt nach einer Stunde schon hier am Sambesi angekommen. Waren alle schon ziemlich fleißig und der arme Peter muss heute in der harten Sonne arbeiten, denn er bereitet das nächste Projekt Folieren seines Fahrzeugs vor. Und er ist schon richtig fleißig gewesen. Ja, eigentlich ist es der Wahnsinn. Alle anderen sind am Tiere schauen, Elefanten, Hippos und so weiter. Und heute ist noch Sonntag. Ja, das mache ich am liebsten. Arbeiten am Sonntag, dafür die ganze Woche nichts tun. Und jetzt geht's übergangslos gleich auf die zweite Seite. Die Mischung zwischen Arbeit und Vergnügen an solch einem fantastischen Ort ist natürlich perfekt. Da werdet ihr sicherlich zustimmen. Jetzt haben wir hier auf dem Woodscamp mal so einen kleinen Ausflug gemacht. Wo sind wir gelandet? Am Pool. Richtig schöner Pool. Hier ist ein Haus. Man kann das ganze Haus mieten, wenn man möchte. Man kann sich hier niederlassen. Jetzt kriegen wir hier noch ein bisschen die Liegen präpariert. Und dann werden wir uns hier gleich mal in die Fluten stürzen. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommt Yvonne und ihre Arschbombe. Attacke! Herzlich willkommen am Sambesi im Pool bei 35 Grad. Ich habe vorhin mal geguckt. Wir verlassen euch jetzt mal wieder und genießen noch ein bisschen bei 35 Grad dieses Wetter und dieses Wasser. Da ist es wieder mein Versprecher. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu unseren Autos. Im Hintergrund hört man ja die ganze Zeit das Grollen, also irgendwo gibt es ja auch schwere Regenfälle. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die morgen uns die Zufahrt zum Lower Sambesi blockieren, weil da gibt es noch eine Flussdurchfahrt. Und dann müssen wir auch noch mal schauen, weil wir später über die sogenannte Leopard Hill Road hier rausfahren wollen, hoch Richtung Lusaka. Die geht halt über das Escarpment und da ist auch die Frage, wie die Regenfälle die Piste beeinträchtigt haben oder beeinträchtigen. Aber das werden wir einfach mal ausprobieren und gucken, was kommt. Da hinten kann man schön die Regenstreifen sehen, wie der Regen jetzt hier anläuft.
it's raining in Zimbabwe. Yeah, in Zimbabwe, but not in Zambia. No. Der Wind frischt auf und wir müssen leider also es gehört schon zu einem meiner Lieblingsplätze hier am Woods Camp. Und der René, jetzt sagt er wieder, der Wind, wir müssen unsere Kite auspacken. Guck doch mal, was für perfekte Bedingungen und ganz stabiler Wind. Oh, hab ich's gut gemacht? Ich hab's gut gemacht. Nee, ich wollte was ganz anderes sagen, dass wir mal packen müssen, dass wir hier loskommen. Das glaube ich eben nicht. Da ist wieder das Näschen, was wächst. Nee, jetzt wäre tatsächlich super. Siehst du, wusste ich doch. Aber einmal über die Krokodile drüber gleiten. genau, einmal über die Krokodile drüber. Ich zeige euch mal ganz kurz hier die kleinen Hippospuren. Leider hat uns dann heute Nacht keines mehr besucht. Obwohl die sehen sehr frisch aus. Ein Löwe lief hier wieder durchs Camp. Tatsächlich, ein Löwe lief durchs Camp, aber keiner hat ihn gesehen, außer die Nachtguards. Der lief aber hinter diesen Häusern. Und ja, hier ist quasi das Hippo, ich komme hinauf. Der Hippo, ich komme hinauf Weg. Wir fahren jetzt in diese Richtung, in Richtung Lower Zambezi National Park. Bis jetzt kaum Regen, perfekte Pisten, alles läuft glatt. Doch wie lange noch? Wie schnell sich dann alles ändert, hätten wir nie erwartet. Bleibt einfach dran. Eben haben wir die GMA-Schranke durchfahren. GMA ist ja Game Management Area, das heißt, hier ist jetzt offenes Wildtierland, ohne Nationalpark zu sein. Man darf durchfahren, darf nicht übernachten und hier darf leider auch gejagt werden. René hat schon festgestellt, eigentlich ist es ja wunderschön in der Regenzeit hier durchzufahren, weil endlich ist alles grün, die Baobabs blühen grün, das ist ein Traum, bilden die ersten Blüten für ihre doldenartigen Früchte aus und es ist halt das Problem, die Tiere sind halt tatsächlich viel weiter verbreitet, die können halt überall sein, Tiersichtungen werden schwerer. Aber die Natur ist einfach viel schöner. Jetzt wird es gerade für uns spannend. Der August ist vorgefahren und ich habe schon Brummen gehört, während ich andere Elefanten aufgenommen habe. Und ihnen wurde laut hinterher getrötet. Ich nehme euch mal kurz mit, was jetzt hier gleich mit uns passiert. Da. Da ist er, der Tröter. Wir müssen mal kurz ein bisschen warten, weil ihr wurdet angetrötet und der ist ein kleiner da hinten. Ah, das ist eine Elefantenkuh mit Kalb. Mit 2 Kälbern. Ja. Okay. Da sind noch mehr. Okay, go. Go. René, der macht mich narrisch. Habt ihr das nicht? Oh, la 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 la. Oh, la la. Während wir jetzt hier ganz gemütlich frühstücken, haben wir erstmal daraus ein Brummen gehört und jetzt leider für euch unsichtbar hinter dem Baum ist ein Elefant hervorgekommen. Wir haben schon ausgemacht, dass wir unser Müsli dann zu unseren Nachbarn rüberschmeißen, weil die haben heute nur Brotzeit.
Biene wollte dann mit Bananen auf uns werfen. Sie hat aber das Pech, dass sie da oben sitzt und die Bananen da unten in der Staukiste sitzen. Pass auf, wenn jetzt hier gleich um den Busch da rumkommt, dann dann ist es ganz schlagartig nass unter der Hose von meinem Mann. Jetzt könnt ihr ihn wiedersehen. Da schätze ich mal, da ist ein da ist ein Schlammloch. Ja, genau. Kühl du mal dein Gemüt ab. Guck. Schnell! Schon so lange sind wir jetzt auf diesem Kontinent unterwegs und trotzdem lässt unsere respektvolle Faszination für unsere großen grauen Freunde einfach nicht nach. Mit ihrem feinen Näschen, vielleicht gerade wegen des langen Rüssels, entgeht ihnen einfach nichts. Und in unserem Müsli ist frisches Obst verarbeitet. Die Versuchung, es einfach zu den Nachbarn zu werfen, ist groß. Wir durchstreifen nach dem Frühstück das weitläufige Terrain, immer auf der Suche nach Tieren, deren Sichtung zur Regenzeit einfach schwierig ist. Müssen sie ja nicht zu den Wasserlöchern, denn diese sind ja jetzt überall. Und so heißt es immer wieder warten und Ausschau halten. Das ist so gemein. Kommt irgendwas raus. Ist Stefan. Das heißt? Oder war das die Tür jetzt? Ja, das ist tief. Also wenn du da reinfällst, hast du ein Problem. Und auch wenn die letzte Sequenz natürlich nicht dem Bullen zuzuschreiben ist, hoffen wir doch, dass es euch gefallen hat und ihr uns gerne weiterempfehlt, damit unser Kanal immer weiter wachsen kann, was uns natürlich sehr motiviert. Wenn ihr unsere Reise oder die Arbeit hinter den Filmen unterstützen möchtet, findet ihr den PayPal-Link unter der Videobeschreibung oder ihr werdet Kanalmitglied. Dafür ein riesiges Dankeschön. Ansonsten kann ich nur auf nächste Woche verweisen, wenn plötzlich einsetzender starker Regen unsere Situation dramatisch beeinflusst. Wie wir da wieder rauskommen, zeigen wir euch dann am kommenden Sonntag. Bis dahin bleibt alle gesund und munter und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Tschüss und Bye-bye.